Der, die oder das. Das große Problem für die meisten Deutschlerner, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener. In diesem Video, da erkläre ich dir, wie das Ganze funktioniert. Du lernst die Merkmale, die dir zeigen, dass ein Nomen maskulin ist, die Merkmale, die dir zeigen, dass es feminin oder neutral ist. Aber ganz wichtig, am Ende zeige ich dir auch meinen Trick, wie du immer mindestens 75% aller Artikel richtig rätst, komplett ohne Wörterbuch und ohne groß zu überlegen. Bleib also dran bis zum Ende des Videos. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal zeige ich dir, wie die deutsche Grammatik funktioniert. Immer einfach, kompakt und für jeden verständlich. Heute geht es nochmal um das Thema der, die oder das und das große Problem fast aller Deutschlerner. Denn dafür, wann ein Nomen maskulin, feminin oder neutral ist, gibt es leider keine Regel, die immer funktioniert. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass du Merkmale kennst, die dir helfen, den Artikel richtig zu bestimmen. Bevor ich dir das zeige, möchte ich dich aber darauf hinweisen, am Ende des Videos zeige ich dir auch noch einen Trick, wie du immer mindestens 75% aller Artikel richtig rätst. Damit du den aber wirklich verstehst und die Wahrscheinlichkeit für dich persönlich auch noch auf deutlich über 75% steigern kannst. Dafür müssen wir jetzt erstmal in mein E-Book schauen und uns die allgemeinen Merkmale aller 3 Versionen anschauen. Schauen wir uns als erstes die Merkmale der maskulinen Nomen an. Grundsätzlich sind natürlich alle männlichen Personen maskulin. Der Mann, der Student, der Vater. Auch Berufe im Allgemeinen sind maskulin. Der Architekt, der Arzt, der Mechaniker. Himmelsrichtung, der Westen, der Osten, der Norden, der Süden. Tage, Monate, Jahreszeiten. Der Montag, der März, der Winter. Auch fast alle Flüsse außerhalb Deutschlands. Achtung, außerhalb Deutschlands. Der Nil, der Amazonas, der Ganges. Fast alle Berge sind maskulin. Der Kilimanjaro, der Mount Everest, der Vesuv. Auch Niederschlag ist maskulin. Der Regen, der Schnee, der Hagel. Nomen mit der Endung ling. Der Liebling, der Schmetterling, der Lehrling. Die sind immer maskulin. Auch mit der Endung ismus, Ismus, der Kommunismus, der Kapitalismus, der Hinduismus, immer maskulin. Und auch mit der Endung ich, der Teppich, der Kranich, der Deich. Alles maskulin. Zusätzlich gibt es auch noch die Endungen ig, ent, ihr, ist, or, ör, ik, ast, eu, er. Diese zeigen auch meistens ein maskulines Nomen. Meistens bedeutet, es gibt hier leider ein paar Ausnahmen. Aber am Ende des Videos zeige ich dir noch, wie du ganz einfach die Artikel richtig rätst, bis zu 75%, ohne hier irgendeins von den maskulinen wissen zu müssen. Also bleib dran bis zum Ende des Videos. Und als nächstes zeige ich dir aber noch die femininen Nomen. Die Merkmale der femininen Nomen, das sind natürlich weibliche Personen. Weibliche Personen sind feminin, die Frau, die Lehrerin, die Schwester. Auch Berufe, die auf in oder Frau enden, denn hier sprechen wir ganz explizit von einer Frau und dementsprechend muss es feminin sein. Die Architektin, die Sekretärin, die Hotelfachfrau. Und fast alle Flüsse in Deutschland sind feminin. Die Elbe, die Donau, die Isar. Namen von Blumen, Schiffen und Motorrädern. Ja, Motorräder sind feminin. Und wenn du jetzt aber sagst, ey, mein Motorrad habe ich aber Hans-Peter genannt. Das ist maskulin. Ja, es geht nicht um den Namen, den du dem Motorrad oder dem Auto selbst gegeben hast, sondern es geht um den Markennamen. Und da sind Motorräder immer feminin, wie zum Beispiel die Kawasaki, die Honda.
aber auch Schiffe, die Titanic, Blumen, die Orchidee. Was mit den Autos ist, Autos sind in der Regel, die Marken der Autos sind maskulin. Der BMW, der Mercedes. Aber die Motorräder sind feminin. Und auch Nomen mit der Endung heit sind immer feminin. Die Einheit, die Freiheit, die Gesundheit. Auch mit der Endung keit. Die Geschwindigkeit, die Möglichkeit, die Einsamkeit schafft. Die Wirtschaft, die Landschaft, die Freundschaft. Ion, die Revolution, die Tradition, die Position, auch die Endung, die Verbindung, die Beziehung. Bei diesen Endungen ist es immer zu 100% feminin, das Nomen. Es gibt noch weitere Endungen, die ein feminines Nomen anzeigen, wie ans, ik, tät, ur, ei, sis, if, ade. Auch diese Endungen zeigen, dass das Nomen feminin ist. Meistens. Diese Merkmale musst du wissen. Je mehr du davon weißt, umso besser. Aber am Ende zeige ich dir noch einen kleinen Trick, wie du die meisten Artikel richtig rätst. Aber vorher schauen wir uns noch die neutralen Nomen an, denn je mehr du von diesen Merkmalen weißt, umso besser wirst du auch bei meinen Trick anwenden können. Neutrale Nomen sind immer Farben und Hotelnamen. Also beides ist immer neutral. Das Rot, das Hilton Hotel, das Blau. Auch Nominalisierungen, also wenn ein Verb als Nomen benutzt wird. Das Rennen, das Laufen, das Rechnen. Wenn du siehst, das ist eigentlich doch ein Verb, dann wird es groß geschrieben und ist immer neutral. Nomen mit Endung chen, das Mädchen, das Brötchen, das Zeichen. Hier siehst du die Ausnahme von den weiblichen Personen. Das hängt mit der Endung chen zusammen. Deswegen ist es das Mädchen. Nomen mit der Endung lein, das Fräulein, das Blümlein, das Männlein. Also auch hier theoretisch weiblich, weil es eine Frau, aber lein zwingt zu das. Genau dasselbe hier theoretisch der, weil es eine Person, aber lein zwingt zu das. Das sind aber wirklich die Ausnahmen. Ansonsten sind sind Männer immer maskulin und Frauen immer feminin. Das sind die 3 Ausnahmen dafür. Nomen mit der Endung ment, das Instrument, das Experiment, das Apartment, immer neutral. Und auch ing, das Doping, das Timing, das Training ist neutral. Dasselbe gilt für die Endung tel, in, tum, o, ma und et. Sie zeigen ein neutrales Nomen. Was du vor allem bei diesen hier beachten musst, es ist nicht immer die Endung, auch wenn das Wort mit diesen Buchstaben endet. Manchmal gehört noch ein anderer dazu und dann ist es nicht mehr unbedingt diese Endung. Deswegen ist es wichtig, dass du diese Merkmale kennst, und Muttersprachler machen das ganz einfach über den Klang. Das ist, wenn du kein Muttersprachler bist, etwas schwierig, aber es ist auch der Grund, warum es bei manchen Wörtern 2 richtige Geschlechter gibt, also zum Beispiel E-Mail. Ich glaube, in Österreich ist es eher das E-Mail, und je weiter nördlich in Deutschland du bist, ist es definitiv die E-Mail. Die Muttersprachler machen das alles über den Klang, und deswegen gibt es teilweise 2 richtige Geschlechter, aber das steht dir leider nicht offen. Du musst es einfach wissen. Und bevor ich dir jetzt gleich zeige, wie du mindestens 75% aller Artikel richtig rätst, schauen wir uns noch die zusammengesetzten Nomen an, was dann passiert. Denn im Deutschen ist ja immer ein Wort, was einen Gegenstand beschreibt. Es ist ein Gegenstand, dann ist es auch ein Wort, aber zum Beispiel der Schrank und die Tür werden zu Schranktür. Und hier wird immer der Artikel vom letzten Wort genommen. Also es ist die Tür, deswegen ist es auch die Schranktür. Es ist die Decke, deswegen ist es auch die Bettdecke. Es ist das Tuch und deswegen auch das Handtuch. Denn das erste Wort hier beschreibt immer nur näher, das
Nomen hier. Und deswegen behalten wir auch den Artikel vom Hauptnomen bei allen zusammengesetzten Nomen. Und noch eine sehr gute Nachricht: Im Plural musst du nicht mehr zwischen maskulin, feminin und neutral unterscheiden, denn im Plural sind alle Nomen gleich, egal ob sie maskulin, feminin oder neutral sind. Der Ball ist die Bälle, die Frau, die Frauen, das Haus, die Häuser. Also hier gibt es keinen Unterschied mehr. Und jetzt gehen wir zu meinem Artikeltrick. Mit diesem Artikeltrick wirst du 75% oder mindestens 75% aller Artikel richtig raten. Was mir wichtig ist, höre nicht auf, den Artikel vor das Nomen in deine Vokabelliste zu schreiben und lerne ihn definitiv weiter mit. Dieser Artikeltrick ist für das Sprechen gedacht. Dann, wenn du kein Wörterbuch zur Hand hast oder nicht im Internet nachschauen kannst, was der korrekte Artikel ist. Also einfach, um beim Sprechen die Barriere zu verlieren und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den richtigen Artikel zu treffen. Denn mein Artikeltrick beruht auf Wahrscheinlichkeiten, denn die maskulinen Nomen sind einfach am häufigsten. Kurz darauf folgen die femininen Nomen und die neutralen gibt es etwas weniger. Und du musst nur ganz einfach 4 einfachen Schritten folgen, um immer mindestens 75% richtig zu raten. Und so gehst du vor. Als erstes sind natürlich alle Personen und Tiere immer männlich, außer du sprichst ganz explizit über eine Frau oder ein weibliches Tier. Das ist in der Regel mit der Endung in oder Frau verbunden. Als zweites, bei den Endungen chen, lein und ment tippst du auf das. Und bei den Wörtern mit der Endung e, heit, keit, Ungschaft und ion tippst du auf die. Und bei allen anderen tippst du einfach auf maskulin. Ja, mit diesen einfachen 4 Regeln wirst du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, den richtigen Artikel zu finden. Und je mehr von den Merkmalen du kennst, die wir gerade hier am Anfang des Videos durchgesprochen haben, umso höher ist deine Wahrscheinlichkeit. Aber du kannst natürlich immer die Merkmale für den maskulinen Artikel komplett weglassen, weil du tippst ja sowieso auf maskulin. Also was du lernen musst, sind sozusagen die für feminin und die für neutral. Wenn du die kennst und beim Rest auf maskulin tippst, dann hast du eine sehr, sehr hohe Chance, immer alles korrekt zu haben. Hier, das sind die häufigsten. Die reichen schon aus, um auf die 75% zu kommen. Je mehr du weißt, umso höher wird deine Wahrscheinlichkeit liegen, den richtigen Artikel zu raten. So, ich möchte jetzt nochmal erwähnen, ganz wichtig, dieser Artikeltrick ist für das Sprechen gedacht. Er ist nicht für das Lernen und die Vokabelliste gedacht. Wenn du die Zeit und die Möglichkeit hast, in einem Wörterbuch oder im Internet nachzuschauen, was ist der korrekte Artikel hier, dann mach das bitte. Und auch ganz wichtig, schreibe den Artikel immer zusammen mit der Bedeutung in deine Vokabelliste, denn nur so kannst du es wirklich lernen. Der Artikeltrick ist dafür gedacht, dass du die Blockade beim Sprechen verlierst und nicht mehr erst lange überlegen musst, ist es jetzt der, die oder das, und dann sind deine Freunde oder Kollegen schon beim nächsten Thema angekommen und du hast am Ende gar nichts gesagt. Genau dafür ist der Artikeltrick gedacht. Wenn du das Ganze noch üben möchtest, dann findest du hier in meiner Akademie Übungen dazu, und falls du Fragen hast, dann natürlich ab in die Kommentare mit deinen Fragen, und dann hoffe ich, dass wir uns morgen beim nächsten Video wiedersehen, und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.